Der neue Landesaufkleber auf der Rückseite verrät schon unser nächstes Reiseziel. Es geht in die baltischen Staaten, genau gesagt nach Estland oder Estonia. Der Schlüssel ist gegriffen, der Motor gestartet und nach Monaten der winterlichen Tristesse ist es nun endlich an der Zeit, Big Eddie, unseren Campervan, aus dem Winterschlaf zu erwecken. Wir gehen mit ihm auf die erste große Reise dieses Jahr. Auf unserer Fahrt hoffen wir auf abgelegene und verborgene Wege und natürlich auch genau solche Strände. Wir hoffen auf die eine oder andere besondere Begegnung und Sonnenuntergänge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist so ziemlich unsere Wunschliste für unsere Reise ins Baltikum und an den Rand des freien Europas. Ob und wie uns das gelingen wird, das seht ihr jetzt. Es hat durchaus Vorteile, in Norddeutschland zu leben. Ganz besonders, wenn man in die skandinavischen Länder oder ins Baltikum reist. Für uns bedeutet dies eine schnelle, einfache Fahrt von östlich Hamburg bis hin zum Fährterminal in Lübeck-Travemünde von ungefähr einer entspannten Stunde. Dort angekommen war der Check-in-Prozess für die Fähre und das ganze Boarding eigentlich relativ unkompliziert. Wir fuhren mit der Stena Flavia, eine Fähre, die überwiegend für Lkw-Fahrer ausgelegt ist. Unser Parkdeck war ganz oben, was bedeutete, dass wir eine relativ steile Rampe hinauffahren mussten. Und als diese dann immer enger wurde, bekam unser Kameramann kurzfristig etwas Panik und ihm glitt die Kamera aus der Hand. Alles wieder gefasst, kamen wir oben auf dem Autodeck an. Unser Auto sollte während der gesamten Fahrt, während der gesamten 21 Stunden offensichtlich jede Menge Frischluft bekommen. Als erstes machten wir uns auf die Suche nach unserer Haustierkabine, wo wir beide, inklusive Hund, für die Nacht untergebracht sein sollen. Die Kabine war, ich möchte sagen, einfach gestaltet, aber die Betten waren überraschend komfortabel für eine Fähre. Wir hatten etwas Verspätung, also blieb einem nichts anderes übrig, als an Deck zuzusehen, wie der Kapitän der Peter Pan sein Schiff schon fast mit ballettartiger Grazilität rückwärts
in den Trave-Hafen einparkte. Mit gut 2 Stunden Verspätung ging es dann Volldampf voraus, bei schon untergegangener Sonne und wunderbarem Licht die Trave hinauf, oder ist es hinab, bis zur Mündung in die Ostsee, daher das Wort Travemünde, und hinaus auf die offene See. Vor uns lagen nun knapp 21 Stunden Fährfahrt vorbei an Bornholm und Gotland Richtung Liepāja in Lettland. Insgesamt 712 Kilometer. Als die anfängliche Euphorie der lustigen Seefahrt abklang, wurde uns schnell bewusst, dass obwohl Hunde erlaubt sind, sie nicht wirklich willkommen waren. Denn überall erwarteten uns Schilder, wo Hunde nicht hin durften. Und dieser Gang war eigentlich der einzige Außenbereich, wo sich der Hund aufhalten durfte. Was nicht zwingend zu guter Laune geführt hat. In der Kabine erwartete uns ein Schild mit Ausgangszeiten auf dem Parkdeck, was sehr an einen Knastfreigang erinnerte. Das Hundeklo selbst, was sich auf diesem Parkdeck befand, war äußerst luxuriös, mit Abmessungen von ungefähr 1,50 Meter x 1,50 Meter Kunstgras und einer Metallstange zum Gegenpinkeln. Es blieb uns nichts anderes übrig, als die Anweisungen zu ignorieren, dem Hund auf einem Sonnendeck zu bespaßen. Auch sonst war auf dem Schiff nicht viel los. Absolutes Highlight: Besuch der Kantine. Ein Restaurant konnte man es wirklich nicht nennen. Farbenfroh war auch das Interieur, was kreativ im Stil der 90er Jahre gestaltet und gehalten war. Also blieb einem nichts anderes übrig, als mit dem Gedanken zu spielen, Alkohol im kleinen Shop zu kaufen oder sein Glück an der Las Vegas Mini-Version zu probieren. Letztendlich blieb natürlich immer noch die Option, aufs Meer zu starten, und bevor man sich in die Fluten stürzte, war man dann froh, als die Fähre endlich in Liepāja ankam und sich die Gelegenheit gab, noch einmal die Rampe hinabzufahren und so wenigstens ein wenig Achterbahn-Feeling beim Verlassen der Fähre zu bekommen. Endlich runter von der Fähre machten wir uns dann auf den Weg zu unserem ersten Stellplatz, der nicht weit weg sein sollte, weil schließlich hatte man genug von der Fahrt und wollte eigentlich nur noch ausspannen. Somit war unser Parkplatz etwa 4 Kilometer von der Fähre entfernt. Nichts anderes als das, ein Parkplatz am Strand mit einem wunderbaren Sonnenuntergang, einer Flasche Wein und letztendlich einem entspannten Hund ließ es sich dort aushalten. Auch eine Straßenbahn hatte sich hier verirrt. Kleines Suchbild: Wer findet Big Eddie in diesem Bild? Es war relativ viel los auf diesem Parkplatz. Es war ein Freitagabend, das Wetter war phänomenal. Dennoch konnten wir hier gut und ruhig schlafen. Am Samstagmorgen kamen diverse Fischer und wollten auf die Mole zum Angeln. Big Eddie hat noch ein paar Freunde getroffen. Die Straßenbahn kam aus dem Sand nicht mehr heraus.
Die Sonne ging unter, ein einsamer Fischer versuchte noch sein Glück und wir haben, wie gesagt, gut geschlafen. Morgen wollen wir dann frei stehen. Ob uns das gelingt, das seht ihr in der nächsten Folge.